Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es um das Schnittmuster Fenner. Das ist das Schnittmuster für diese Tasche. Die Tasche besteht aus mehreren kleinen Schnittteilen, sodass man richtig schön mit Mustern und unterschiedlichen Farben spielen kann. Ich stelle dir jetzt ein bisschen vor und dann geht es zur Nähanleitung. Wenn du direkt zur Nähanleitung möchtest, klick einfach auf das nächste Kapitel. Da ist einmal auf der einen Außenseite eine große Reißverschlusstasche, die gefüttert ist. Und auf der anderen Seite ist eine offene Tasche, in der man ganz schnell seine verschiedenen Kleinigkeiten unterbringen kann und die jederzeit griffbereit sind. Auch diese Außentasche wird mit einem Futter genäht. Das sind die Maße: 50 cm breit und 32 cm hoch. Der Boden ist 12 cm tief. Dann hat man zwei verschiedene Gurte. Einmal so einen kurzen Handgriff, beziehungsweise zwei natürlich, und dann die langen Gurte, um den Shopper über der Schulter zu tragen. Ich habe die große Tasche so auch als Strand- und Badetasche für den Sommer gedacht und daher ist oben noch ein Baumwollstoff eingenäht, der dann mit einem Tunnel und Kordel geschlossen wird, und so kann man die Tasche gut befüllen, richtig schön viel reinpacken und dann mit einem Zug zumachen, und so ist auch alles noch vor Blicken geschützt. Im Innenteil ist noch ein großes Steckfach für Kleinkram, Handy oder sonst was, und dann wird noch ein langes Band mitgenäht, an dessen Ende ein Karabinerhaken ist, und da kann man seinen Schlüssel einhängen und findet ihn auch in einer vollen Tasche ruckzuck. Oder man befestigt ein Täschchen daran, hier zum Beispiel das Schnittmuster Rio, da habe ich diesmal so einen Ring befestigt und das an den Karabinerhaken eingehängt. Da kann auch nichts verloren gehen. Nun kennst du also mein Schnittmuster Tasche Fenner. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, sie zu nähen. Ob das Schnittmuster etwas für dich ist, ob es deinem Nählevel entspricht, kannst du ja ganz einfach feststellen, indem du dir die Nähanleitung anschaust. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen und beim Nähen. Hier siehst du alle Teile, die man für die Tasche benötigt. Hier unten in dem Kästchen steht, was man ohne Schnittmuster zuschneiden muss. Das ist einmal der Baumwollstoff für den Kordelzug und für die Innentasche. Das ist die Kordel, einmal das lange Gurtband, die kurzen Gurte, dann das Stück Webband mit dem Karabinerhaken und dann noch den Reißverschluss in passender Länge. Damit die Tasche genügend Stand hat, werden alle Canvas-Teile mit Vlies bebügelt. Das habe ich hier schon erledigt. Bei den Seitenteilen muss man aufpassen, wenn man das Vlies aufbügelt, dass man das so macht, die beiden Seiten sind ja halt von der Farbe her gleich, dass man zwei rechte und zwei linke Teile für das Seitenteil erhält. Zunächst am Mittelteil unten und am Boden an den langen Seiten jeweils die Mitte markieren. Und dann geht's los mit der offenen Außentasche. Dafür muss man das Futter hier von dem unteren Schnittteil nehmen und das Schnittteil für die Außentasche aus Canvas. Die beiden Stoffe werden nun rechts auf rechts an der oberen Kante aufeinander gesteckt oder geklammert. Dann werden die beiden Teile dort mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Bei dieser Naht und auch bei allen anderen Nähten werden Anfang und Ende verriegelt. Dann werden die Teile einmal auseinandergeklappt und über die Kante gebügelt, und die Nahtzugabe wird anschließend von der linken Seite in Richtung Außentasche gebügelt. Die beiden langen Kanten werden nun links auf links bündig aufeinander gelegt. Dabei wird von der Außentasche, von dem Canvas, 1 cm umgeklappt und dann einmal
über die Kante bügeln. Dann wird das beides nochmal kurzzeitig auseinandergefaltet und knappkantig auf dem Canvas wird die Nahtzugabe festgesteppt. Anschließend die beiden linken Seiten wieder aufeinander legen und die obere Kante nochmal knappkantig absteppen. Nun kann dieses Teil erstmal zur Seite gelegt werden und weiter geht es mit der Reißverschluss-Außentasche. So wie das hier liegt, soll das halt nachher aussehen und jetzt müssen die Teile nur noch an den Reißverschluss genäht werden. Dafür nimmt man sich erstmal die oberen Teile, das ist der Canvas. Der wird rechts auf rechts an die eine Seite des Reißverschlusses gesteckt. Wenn das erledigt ist, dann kommt noch der Futterstoff. Der wird dann mit der rechten Seite nach unten, also ich habe das mal eben gedreht. Die rechte Seite kommt jetzt auf den Reißverschluss und die Teile liegen passend aufeinander. Den jetzt nochmal mit unter die Klammern legen und dann wird der Reißverschluss festgenäht. Dafür habe ich den Reißverschlussfuß eingesetzt. Wenn der Zipper stört, dann kann man den gut, wenn die Nadel im Stoff steckt, ein bisschen verschieben. Die Teile nun auseinanderfalten, sodass der Reißverschluss zum Vorschein kommt und so zur Seite legen und dann einmal über die Kanten bügeln und anschließend knappkantig neben dem Reißverschluss absteppen. Nun werden die unteren Teile an den Reißverschluss genäht. Dafür erstmal den Reißverschluss rechts auf den Canvas stecken. Und dann den dünneren Baumwollstoff, das Futter, mit der rechten Seite nach unten auf den Stoff legen und dann nochmal mit unter die Klammern schieben. Und dann wird das wie eben mit dem Reißverschlussfuß genäht. Anschließend auseinanderklappen, die beiden Teile zu einer Seite legen und über die Kante bügeln. Nach dem Bügeln wird die Kante wieder knappkantig abgesteppt. Nun nimmst du dir von dem Mittelteil den Futterstoff, das heißt den dünneren Baumwollstoff, und legst ihn so mit der rechten Seite nach oben vor dich hin. Und dann legst du die Tasche so oben drauf und klammerst das ein bisschen an den Kanten zusammen. Die Teile werden nun an diesen Seiten zusammengenäht. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Einmal über den Reißverschluss einfach drüber nähen bis zur ersten Ecke, dann die Nadel im Stoff stecken lassen und den Stoff drehen bis zur nächsten Ecke und dann das gleiche wiederholen, bis man oben angekommen ist. Und dann kann man die überstehenden Enden vom Reißverschluss abschneiden. Als nächstes nimmt man sich das andere Mittelteil aus Canvas und legt die einfache Tasche mit dem Futter nach unten auf den Canvas. Klammert das ein bisschen fest. Die unteren Kanten treffen genau aufeinander. Und dann wird es an diesen Seiten zusammengenäht. Auch hier beträgt die Nahtzugabe 0,5 cm. Wieder bis zur Ecke nähen, den Stoff drehen, zur anderen Ecke, bis man dann
oben wieder angekommen ist. So, die Taschen sind nun gut auf den Mittelteilen fixiert. Nun kommen die Seitenteile daran. Das erste Seitenteil wird nun rechts auf rechts an die Kante gelegt, aber nicht Spitze auf Spitze, sondern die Spitze steht ein wenig über den Rand und unten ist es etwas kürzer. Wenn man die Klammern festgesteckt hat, kann man das Teil schon mal aufklappen und schauen, dass die Kanten eine Linie ergeben. Das gleiche an der anderen Seite. Und dann werden die Teile dort genäht. Die Nahtzugabe beträgt hier 1 cm. Die Seitenteile werden nun nach außen geklappt, die Nahtzugabe bleibt unter den Seitenteilen. Die Kanten einmal bügeln und dann kann man die oberen Ecken, die kleinen Ecken hier einmal abschneiden. Dann wird dort knappkantig abgesteppt. Hier habe ich die Stichlänge von 3 mm eingestellt. Die eine Seite ist nun fertig. Mit der anderen Seite machst du genau die gleichen Nähschritte. Die Seitenteile feststecken und so weiter. Dann sind beide Seitenteile fertig und nun wird der Boden angenäht. Dafür legt man die beiden Teile, also den Boden und eins der Seitenteile, rechts auf rechts aufeinander. Die beiden Markierungen von der Mitte treffen aufeinander und dann wird der Boden dort festgesteckt und dort genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann wird der Boden so zur Seite gelegt, die Nahtzugabe liegt unter dem Boden. Das Kunstleder lässt sich ja nicht bügeln, so ein bisschen zur Seite drücken und dann knappkantig absteppen. Zum Höhenausgleich, es näht sich nicht so richtig gut los, lege ich ein Stück Gurtband hinten unter den Nähfuß. Dann geht's richtig gut. Anschließend das andere Seitenteil rechts auf rechts an den Boden legen. Die Markierungen treffen aufeinander und dann wird das dort ebenfalls mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. So wie vorhin wird nun der Boden knappkantig abgesteppt. Das ist jetzt schon ganz schön viel Stoff und ich rolle den dann so ein und so passt das auch besser unter die Nähmaschine. Nun werden die Seitennähte gemacht. Dafür die Kanten aufeinander legen und mit ein paar Klammern fixieren und dann rechts und links mit 1 cm Nahtzugabe die Seitennähte nähen. Als nächstes wird die Nahtzugabe an beiden Seiten auseinandergebügelt. Nun wird noch hier diese Lücke zusammengesteckt, die seitliche Bodennaht. Da kommen die Kanten aufeinander und dann wird das dort zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist auch hier 1 cm. Zum Höhenausgleich wieder etwas hinten unter den Nähfuß legen. So näht es sich am besten los. Dann schneidest du die Nahtzugaben auf beiden Seiten zurück und die Tasche wird gewendet
und vorsichtig die Ecken ausformen. Als nächstes werden schon mal die Taschengurte befestigt. Zunächst kommt der kurze an das Mittelteil, an das obere Mittelteil und darüber kommt das lange Gurtband. Ist klar, dass es auf der anderen Seite genauso funktioniert und dann wird das dort zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist hier 0,5 cm. So, die Außentasche ist nun fertig. Weiter geht es mit dem Futter. Dafür erstmal für die Stecktasche die kurzen Seiten so aufeinander legen und ein bisschen klammern und an einer Seite eine Wendeöffnung von 7 cm markieren. Dann wird das dort zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Nun kannst du die Ecken abschneiden und die Nahtzugabe etwas zurückschneiden, außer an der Seite mit der Wendeöffnung. Dann wird das auf rechts gewendet und die Kanten und Ecken ausgeformt. Ich mache das gern mit einem Essstäbchen. Wenn es gut aussieht, dann einmal kurz drüber bügeln. Dann wird die Tasche auf einer Futterseite platziert. Dafür auf dem Futterstück einmal die Mitte markieren, indem man so einmal über den Stoffbruch streicht. Und bei der Tasche wird ebenfalls die Mitte markiert. Dann kommen die beiden Mitten aufeinander. Der Stoffbruch von der Tasche liegt oben und die Tasche liegt 6 cm unterhalb vom oberen Rand. Nun die Kanten auf dem Futterstoff feststecken und dann wird das dort festgenäht. Knappkantig einmal um die Stecktasche herumnähen und dabei schließt du die Wendeöffnung. Die Tasche ist ziemlich groß und da besteht natürlich die Möglichkeit, sie auch durch eine Naht in 2 Teile zu teilen. Nun werden die beiden Futterstücke am Boden aufeinander gesteckt. Dann wird als erstes die Bodennaht genäht und anschließend auseinandergebügelt. So kann man am einfachsten die Bodennaht schön flach bügeln. Und dann wird erst die eine Seite geklammert und auf der anderen Seite wird dann eine Wendeöffnung von 18 cm markiert. Dann wird oberhalb und unterhalb der Wendeöffnung genäht und die andere Seite komplett. Die Nahtzugabe ist auch hier 1 cm. Nun geht es weiter mit dem oberen Futterstück, was ja aus Canvas ist. Da werden die kurzen Seiten aufeinander gesteckt und zusammengenäht. 1 cm ist die Nahtzugabe. Die Nähte auseinanderstreichen oder mal kurz drüber bügeln. Dann ist das schon erledigt und es geht weiter mit dem Baumwollstoff für den Tunnelzug. Mit dem geht es jetzt ans Bügelbrett. Eine der langen Kanten wird auf der ganzen Fläche 1 cm links auf links gebügelt. Danach wird die gleiche Seite nochmal 2 cm umgebügelt, links auf links. Wenn das erledigt ist, werden die Futterteile, also die Tunnelteile, zusammengenäht. Und zwar beginnt man da 1 cm unterhalb des umgebügelten. Das markiere ich mir mit einer Quernadel. Und dann wird das zusammengesteckt. Die Nahtzugabe ist hier 2 cm.
Also die Nadeln bei 2 cm stecken. Erst mache ich die eine Seite, die wird dann dort genäht. Anschließend wird die Nahtzugabe auseinandergebügelt, auch der obere Teil, der nicht genäht ist. Dann werden die Kanten 1 cm nach innen gefaltet und auch gebügelt. So hat man auch im Inneren einen schönen Abschluss, der nicht ausfranst. Das Ganze wird jetzt nämlich gleich festgesteppt. So sieht das jetzt aus und man kann das jetzt von links oder von rechts nähen. Ich bin irgendwie gewohnt, immer die rechte Stoffseite oben zu haben und da merkt man ja auch, wo die Kante von dem umgebügelten ist. Da kann man das feststeppen. Noch einfacher ist es natürlich, einfach die linke Seite unter die Nähmaschine zu legen. Das gleiche dann natürlich auf der anderen Seite. Wieder zusammenstecken und genauso wie jetzt gerade. Wenn das erledigt ist, dann faltet man den oberen Teil wieder zurück und steckt den Tunnel ein bisschen fest und dann wird dieser genäht. Erst die eine Seite des Tunnels und dann die andere. Die Nähte am Anfang und am Ende natürlich verriegeln. Und dann kann man noch ein paar Stiche über die Naht unterhalb des Tunnels machen. Nochmal zur Sicherheit. Dann werden die Teile jetzt zusammengesetzt. Der Tunnelzug liegt so nach unten und kommt jetzt mit der linken Seite auf die rechte Seite des unteren Futterbeutels. Erstmal die Seitennähte aneinander stecken. Anschließend kommt der obere Futterstreifen noch dazu. Der liegt jetzt mit der rechten Seite innen auf der rechten Seite des Tunnelzugstoffes. Auch dort stecke ich erstmal die Seiten zusammen und dann stecke ich jetzt die oberen 3 Stoffschichten Kante auf Kante aneinander. Zum Schluss kommt jetzt noch das Webband mit dem Karabinerhaken dazwischen. Das kommt jetzt zwischen Futterbeutel und Tunnelzug und auf die Seite mit der Innentasche. Das Webband steht ein bisschen über. Und dann wird das Ganze einmal ringsherum zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist hier 1 cm. Wenn man dann wieder am Anfang der Naht angelangt ist, ein paar Stiche darüber hinaus nähen und die Naht verriegeln und dann wird das so nach oben geklappt und die Nahtzugabe wird in den Futterbeutel gelegt. So, die Nahtzugabe liegt unten. Man kann da mal drüber bügeln oder auch einfach so dann knappkantig die Nahtzugabe auf dem Futterbeutel feststeppen. Also knapp neben der Naht wird nun einmal rundherum genäht. Das Webband lege ich dabei nach oben. Danach wird der Beutel gewendet. Die rechte Seite liegt dann innen und der Rand von dem Futterbeutel ist die obere Kante. Das heißt, auch der Tunnelzug kommt nach innen. Und dann kann man sich schon überlegen,
wie man jetzt die Außentasche da hineinschiebt. Welche Seite vorne sein soll. Das heißt also, hier die Innentasche, die ist ja am Körper und da macht man sich am besten ein bisschen Gedanken, bevor man die dann zusammennäht. Also ich schiebe die so ineinander, dass ich die Reißverschlusstasche am Körper habe und die einfache Tasche ist dann halt sichtbar. Und auch hier stecke ich erstmal die Seitennähte aufeinander und dann klammer ich die Kanten. Auch das Gurtband kommt gleich noch in den Futterbeutel hinein oder beziehungsweise zwischen Futtertasche und Außentasche. Wenn das gut geklammert ist, dann wird das zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist auch hier 1 cm. Einmal rundherum nähen und dann am Anfang der Naht wieder ein paar Stiche darüber hinaus nähen und die Naht verriegeln. Und dann wird das gewendet. Die Wendeöffnung ist schön groß, sodass man die Tasche nicht so klein zusammenknüllen muss, weil ja das auch so ein relativ festes Vlies ist, was ich da aufgebügelt habe. Und dann kann man fast mit beiden Händen reingreifen, um die Tasche auszuformen. Wenn alles an seinem Platz ist, dann wird die Wendeöffnung zusammengeklammert und knappkantig geschlossen. Nun eine Naht knapp an der Kante dort machen. Dann geht es ans Bügelbrett und die Kante erstmal bügeln und dann wird der Futterbeutel in die Tasche gesteckt und die gesamte Kante gebügelt. Noch ein letztes Mal geht es an die Nähmaschine und zwar wird die obere Kante knappkantig abgesteppt. Hierfür habe ich eine Stichlänge von 3 mm eingestellt. Jetzt fehlt nur noch die Kordel und da wird ein Teil von rechts eingefädelt und der andere von links und dann ist die Tasche fertig. Also ich habe meine wirklich schon echt viel im Einsatz. Ich nehme sie mit zum Sport, ich gehe damit auf den Trödelmarkt, immer wenn ich ein bisschen mehr mitnehmen muss. Und ganz bestimmt werde ich sie im Urlaub auch mit zum Strand nehmen. Da freue ich mich natürlich schon besonders drauf. Ich freue mich natürlich, wenn dir mein Schnittmuster auch gefällt und du Lust hast, mal in meinem Shop vorbeizuschauen. Dort biete ich das Schnittmuster an. Und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da. Darüber freue ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!